Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr eine süße kleine Box mit einer Hasensilhouette mit dem Plotter selber machen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese süße Box hier. Und zwar ist es die grüne, die wir heute machen, aber ich habe euch hier noch eine hellblaue, damit ihr seht, wie das auch in einer anderen Farbe aussieht. Und um das zu machen, gehen wir auch gleich auf den Canvas. Ich habe mir auf dem Canvas diese kleine Box nachgezeichnet. Das muss ich euch ja nicht zeigen, wie das funktioniert. Ihr nehmt einfach ein Bild und zeichnet es nach, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert. Ich werde euch am Schluss das Video verlinken, wo ich euch zeige, wie ihr Sachen nachzeichnen könnt oder selber zeichnen könnt. Wir machen hier jetzt aber mit diesem Element weiter und ich wollte euch 2 Tipps geben hier. Das eine sind die Perforierungslinien. Ich mache das kurz ein bisschen größer, damit ihr das seht. Wenn ihr Perforierungslinien habt und die so zeichnet, dass ihr vom einen Ende der Box zum anderen geht und dann nochmal auf den letzten Punkt draufklicken, damit sich diese schließt und dann hier in den Eigenschaften sagt, ihr wollt ein gestricheltes Muster. Ich muss da kurz die anderen ausblenden, damit ihr das überhaupt seht. Dann ist es so, dass die gestrichelte Linie hier direkt an der Box anfängt und da besteht die Gefahr, dass euch das Ganze dann so ein bisschen einreißt. Was ich immer mache bei solchen Linien ist, ich klicke hier drauf und dann gehe ich mit der Pfeiltaste ein bisschen rüber, so dass wirklich diese Punkte nicht direkt in der Ecke beginnen, sondern erst ein bisschen weiter innen. Und das reicht eigentlich auch schon, dass ihr hier erkennt, wo die Perforierungslinien sind und ihr habt eben nicht die Gefahr, dass euch das Ganze hier auf der Seite einreißt. Wenn ihr, und das ist der zweite Punkt, wenn ihr gerne eine Mattung machen möchtet, dann habe ich hier folgenden Tipp für euch. Ihr nehmt diese Grundform, dann geht ihr auf Bearbeiten und sagt hier Versatz. Und dann nehmt ihr, also ich mache das jeweils bei 3 mm Abstand nach innen abrunden und das Original unverändert lassen. Dann klickt ihr auf OK und dann kriegt ihr hier wunderbar eine Mattung. Jetzt brauchen wir die Mattung aber nicht überall, sondern wir wollen eigentlich nur den Kopf des Bunnies, da wollen wir eine Mattung haben. Und da könnt ihr jetzt einfach hingehen und euch so ein Rechteck nehmen und das dann hier ungefähr mit demselben Abstand, den ihr auf der Seite habt, auch hier zu diesen perforierten Linien machen. Dieses Element abdecken und dann hier auch ungefähr dieser Abstand. Und dann könnt ihr auf der Ebene gucken, hier nehmt ihr wieder diese Form, die ihr gerade gemacht habt, drückt auf die Shift-Taste, klickt auf das obere Element, dann geht ihr auf Bearbeiten und sagt hier Teilen. Und jetzt könnt ihr wunderbar die Elemente, die ihr nicht braucht, einfach löschen. Und dann habt ihr wunderbar hier eine Mattung für den Bunny. Kleiner Tipp am Rande. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe einerseits hin, ich habe es aufgeteilt in die Grundbox und in die Mattung. Und jetzt gehe ich zuerst an den Plotter und gebe dem alles, was zur Box gehört. Das heißt, ich hebe hier die Sperrung auf und mache es sichtbar. Und dann plotte ich das Ganze auf ein 230 Gramm Papier aus und deshalb stelle ich das Messer hier auf eine 5 ein. Dann komme ich zurück an den Canvas, blende das aus und sperre es wieder und dann gehe ich zur Mattung hoch, blende das ein,
nehme die Sperrung raus und was ich jeweils mache ist, ich gehe hier rein und markiere mir die Elemente, die zusammengehören und schiebe die so ein bisschen in die Ecke hoch, einfach damit ich ein bisschen platzsparender plotten kann. So in dem Stil. Und das übergebe ich jetzt an den Plotter. Dort habe ich das Designpapier drin, was ca. 180 Gramm ist und deshalb plotte ich das mit einem Messer eingestellt auf eine 4 aus. Wenn ihr mit dem Ganzen durch seid, dann solltet ihr hier die Box haben plus diese beiden Mattungen für oben und unten. Bevor wir hier aber weitermachen, wollte ich euch noch kurz zeigen, wie ich die Labels oder das Label gemacht habe. Ich habe mir, wie gesagt, hier diese Schrift auf einem 200 Gramm Papier einfach ausgedruckt. Das packe ich jetzt auf die Matte vom Plotter. Und dann gebe ich das dem Plotter und ziehe hier die Matte rein. Und was ihr dann machen könnt, ihr könnt hier sagen scannen und dann Direktschnitt und dann sagt ihr, gib mir das auf den Canvas. Jetzt muss ich den kurz ein bisschen auf die Seite schieben, damit der hinten raus kann und wieder zurück und dann klicke ich hier auf Start. Und dann hat er das Ganze auch schon auf den Canvas übertragen und ich kann sagen, okay, jetzt muss ich rüber an den PC. Auf dem PC mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe auf Datei und sage hier importieren von Ihrer Schneidemaschine und da auf gescannte Daten. Und jetzt sehe ich, was er alles gescannt hat. Und da kann ich jetzt einfach hingehen und zum Beispiel hier diese Kreisform nehmen, die kleiner machen, die jetzt eigentlich einfach so groß machen, dass ihr die Schrift wirklich in dieser Form drin habt. Und dann könnt ihr Ctrl+C, Ctrl+V machen und die da überall platzieren, wo ihr den Spruch habt. Und wenn ihr damit durch seid, dann habt ihr hier diese ganzen Formen. Ich klicke einfach das unterste und auf das oberste, rechte Maustaste und sage gruppieren, weil das ist das eine, was ich ausplotten will. Ich will aber in derselben Anzahl auch noch einen Kreis haben oder diese Blume haben, die ein bisschen größer ist, um das hinten an diesen Spruch anzubringen. Das heißt, ich werde das hier natürlich ausplotten mit dem Papier, was jetzt noch im Plotter drin ist. Ctrl+C, Ctrl+V, das ein bisschen größer machen. Das ist ungefähr, ich habe hier dieses Element angeguckt, dass es ungefähr so ein bisschen größer ist als das ursprüngliche Element. Dann kann ich das für einen Moment kurz ausblenden, weil ich werde jetzt zuerst das hier ausplotten und danach werde ich das Sperren ausblenden, die andere Gruppe entsperren und einblenden und das dann auf ein graues Papier plotten. Ich werde beide Dateien mit einer 5 plotten und genau das machen wir jetzt. Das heißt, was ich jetzt mache, ich sende jetzt diese Blumen quasi zurück an den Plotter und sage, schneid mir das aus. So, jetzt wollte ich das übertragen, der wollte aber nicht, weil er sagt, ich war hier mit der Linie zu nah am Rand des Canvas. Macht nichts, ich habe genug Elemente, von dem her übergebe ich jetzt einfach diejenigen hier an den Plotter. Und wenn er dann fertig ist, dann habt ihr hier wunderbar diese kleinen Teile, die ihr jetzt einfach ablösen könnt und als Label verwenden könnt. Und ich gehe jetzt hin und plotte mir noch die grauen Rückteile aus, die ein bisschen größer sind als die Elemente. Und jetzt habe ich wunderbar diese Elemente, die ich ganz einfach als Hintergrund
für den Spruch verwenden kann. Jetzt können wir hingehen und die Mattung auf die Box auftragen. Das mache ich mit Flüssigkleber. Und da guckt ihr einfach, dass ihr hier gerade auf der Linie seid, plus dass die Löcher frei sind. So, und dann bringe ich auch noch auf eines von diesen grauen Elementen den Spruch drauf. Und dann können wir hier auch schon die ganze Box entlang den Perforierungslinien zusammenfalten. Was ich bei dieser Art von Boxen mache, ich nehme diese beiden Außenlaschen und ziehe die kurz übers Falzbein, damit die schon so eine leichte Wölbung erhalten. Und jetzt können wir noch hier diesen Taler aufbringen und das mache ich mit Dimensionals. Und zwar platziere ich den hier direkt auf einem der Ohren. Einfach so, dass er in diesen Kreis reinpasst, ungefähr mittig, überall hier so ein bisschen denselben Abstand und trotzdem gerne auch die Schrift gerade. So, und jetzt können wir noch das Band durchziehen. Jetzt wäre auch der Moment, wo ihr das reinpackt, was ihr da reinpacken wollt, ne? Und dann könnt ihr hier vorne noch eine Schlaufe binden. Ich sag's euch, irgendwann gehe ich in einen Kurs und lerne, wie man schöne Schlaufen bindet. Das ist immer ein kleines Experiment hier. Aber naja, so sieht die fertige Box aus. Ihr habt jetzt eine grüne und eben die ich am Anfang gezeigt habe, diese hellblaue. Und da könnt ihr natürlich mit den Farben wunderbar variieren. Und ich finde es echt süß, um das jemandem, zum Beispiel einem netten Arbeitskollegen, aufs Pult zu legen. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!